Ja, nach der Funko ist es genau 11 Uhr. Meine Damen und Herren, ich darf Sie wieder herzlich begrüßen und meinen lieben alten Freund Beseschkian begrüßen, Herrn Dr. Beseschkian, Nosrat Beseschkian aus Wiesbaden. Er ist Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Psychotherapie, Facharzt für psychotherapeutische Medizin, Präsident der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie. Das ist der Grund, warum wir schon mit seinem Vater so alte Verbindungen haben. Dozent an der Akademie für ärztliche Fortbildung und Weiterbildung der Landesärztekammer Bad Nauheim und Leiter des Wiesbadener Erweiterungsbildungskreises für Psychotherapie und Familientherapie. Lieber Herr Beseschkian, bitte sehr. Dankeschön. Herr Vorsitzender, verehrte Anwesende, wenn Sie sich entschlossen haben, so zahlreich entgegen unserer Erwartung, aber nicht entgegen unserer Hoffnung hier zu kommen, so müssen Sie wohl von irgendwoher den Eindruck bekommen haben, dass unsere heutige Veranstaltung irgendetwas zur Unterstützung Ihrer Arbeit bieten kann. Ich hoffe, dass ich auch einen Teil von Ihren Erwartungen, Wünschen erfülle. Und als Motto habe ich eine Lebensweisheit von Bernard Shaw gewählt. Bernard Shaw sagte, wenn zwei Menschen je einen Apfel haben und ihn austauschen, jeder der beiden danach hat nur ein Apfel. Wenn dieselben aber je eine Idee haben und sie austauschen, jeder der beiden danach hat zwei Ideen. Meine Frage an Sie, möchten Sie einen Apfel oder lieber eine Idee? Ja. Sehr schön. Sehr schön. Verehrte Anwesende, liebe Gäste, beinahe in allen Sprachen gibt es einen Spruch, die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen, beziehungsweise in ihnen. Dies lässt sich sehr gut auf das Thema Psychotherapie übertragen. Theodor Fontane sagte einmal, man sollte das Alte lieben, aber für das Neue leben. Das ist genau das unser Problem ist. Entweder sind wir nur für das Neue interessiert, ohne Einbeziehung der Vergangenheit, des alten Modells, oder fixieren wir uns an das Alte und sind wir nicht offen für das Neue. Michael Balint sagte auch in diesem Sinne einmal, es kommt vielmehr darauf an, das Alte in einem neuen Licht zu sehen. Unsere heutige Situation in der Psychotherapie und psychosomatischer Medizin erfordert die Entwicklung von Methoden, die ebenso ökonomisch wie wirksam sind. Außer der technischen Frage der psychotherapeutischen Prozedur wird dabei die inhaltliche Frage wichtig, nach welchen Kriterien der bestehende Konflikt beschrieben und durchgearbeitet wird. Bei meinen transkulturellen Untersuchungen in verschiedenen Kulturen konnte ich beobachten, dass in vielen orientalischen Kulturen der Arzt so lange honoriert wurde, wie sein Patient gesund war. Nach diesem alten orientalischen Orientierungs- und Versorgungssystem war der Arzt nicht primär für die Krankheit, sondern für die Erhaltung der Gesundheit zuständig. Diese Beobachtungen und Überlegungen regten mich an, ein Modell zu entwickeln, das versuchsweise nicht die Krankheit, sondern die Gesundheit in den Mittelpunkt steht. In den letzten 27 Jahren habe ich aufgrund meiner eigenen transkulturellen Situation Orient und Occident, ich komme später darauf zurück, habe ich das Konzept positive Therapie unter dem transkulturellen Gesichtspunkt entwickelt. Heute möchte ich Ihnen einen Überblick geben über verschiedene Arbeiten, Veröffentlichungen in dieser Hinsicht und Ihnen einige Kostproben zu geben, sich mit diesem transkulturellen Ansatz und mit diesem integrativen Ansatz etwas näher zu beschäftigen. Dabei werde ich nicht nur Ihre linke Hirnhälfte anzusprechen, sondern Ihre rechte Hirnhälfte, vor allem den orientalischen Teil, heute ansprechen. Daher, ja,
Daher werde ich Ihnen einige Geschichten, Sprachbilder und Anekdoten bringen, damit Sie sehen, wie man diese beiden Bereiche miteinander verbinden kann. Das Wort positiv, liebe Anwesende, wird oft missverstanden. Viele meinen, positiv ist positives Denken oder alles unter eine rosa-rote Brille zu sehen. Positiv, Latin heißt positum, das heißt das Ganze sehen, das tatsächliche Sehen und das Vorgegebene. Das heißt, tatsächlich und vorgegeben sind nicht nur Störungen, Krankheiten, Probleme, Konflikte, die ein Mensch mit sich bringt, sondern jeder Patient, wir werden auch näher sehen, jede Schizophrene sogar, jeder Psychopath, sogenannte Psychopath, eine Fülle von Fähigkeiten, Möglichkeiten und Chancen hat. Und wir versuchen primär auf diese Fähigkeiten eingehen und später, das ist eine Progressionsarbeit. Später natürlich gehen wir auf die Minussymptomatik, das ist Regressionsarbeit, gehen wir darauf ein. Und zwar, um Ihnen zu zeigen, positiv bedeutet hier Pluspunkte, das sind erst die Fähigkeiten transparent machen am Anfang, ist wie eine gute Narkose und dann nachher kommt man, dass man auf die Probleme eingeht. Das ist die Operation dann. Diese beiden müssen miteinander ausgewogen sein. Ein Schwimmtrainer hat am Ende der Saison das Ergebnis der Arbeit seiner Mannschaft zusammengefasst und sagte, unsere Mannschaft hat zwar nicht gewonnen, aber es ist auch keine ertrunken. Er hat sich nicht nur auf Probleme, Verluste und so weiter konzentriert, sondern er war dankbar für das, was nicht passiert ist. Das ist, ja, oder noch passieren könnte. Es wurde mir bewusst, wenn man in Deutschland jemand fragt, wie geht es Ihnen? Meistens die Antwort lautet, viel Arbeit, viel Ärger, ja? Ja, ich war im Urlaub, ich bin gekommen, gucke sich mir meinen Schreibtisch an und so. Wenn Sie in Orient jemanden fragen, wie geht es Ihnen, die Antwort lautet meistens, Gott sei Dank, dass wir noch leben. Es gibt noch viel Schlimmeres, wissen Sie? Das ist auch der Grund, warum dann Menschen in Russland zum Beispiel, wir waren seit Jahren arbeiten wir mit Russland, mein Sohn wird heute Nachmittag darüber berichten, warum sie mit so vielen Krisen, Problemen positiv umgehen können, weil sie versuchen, nicht nur erst Probleme zu sehen, sondern auch die andere Fähigkeit. Also unser Ziel ist, zunächst unsere Patienten durch den positiven Ansatz zur Mitarbeit zu gewinnen. Probleme, Störungen kommen später dann daran. Ich will einige Beispiele nennen. Was positiv heißt das? Das heißt kommunikativ sein und fantasievoll sein. Freut mich, dass Sie alle diese Fähigkeiten haben und Sie sind hier gekommen, um richtig zu genießen, nach dem Spruch, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Ja. Und zwar, ein Mann kam nach Hause und hat gesehen, dass seine Frau einen wunderschönen Kuchen vorbereitet hat. Er fragte, Schatz, hat heute jemand Geburtstag? Die Frau sagte, ja, mein Wintermantel wird heute 15 Jahre alt. Schon in den ersten 10 Minuten der Therapie, werden Sie nachher sehen, wir bringen einige Bilder, Beispiele aus anderen Kulturen, Spruchweisheiten für Patienten, motivieren wir für Zusammenarbeit, Übertragung gegen Übertragung läuft völlig anderes und brauchen wir wenig Übertragungsneurose zu entwickeln dann. Und zwar, der Sohn kam nach Hause und sagte zu seinem Vater, lieber Vater, ich will dir eine große Freude machen. Heute habe ich den Vertrag um meine Schulterklasse um 1 Jahr verlängert. Das ist positiver Umgang mit Problemen dann, ja? Ein Geschäft kam ins Zimmer und dann hat gesehen, dass ein Mitarbeiter von ihm eingeschlafen ist. Er hat ihn geweckt und sagte, wissen Sie, dass Sie 1 Stunde während der Arbeit geschlafen haben? Er sagte, ja, aber ich habe die ganze Zeit von der Arbeit geträumt. Wir bringen durch solche Beispiele
entwickeln wir die rechte Hirnhälfte bei Patienten, öffnen wir das Tor zur Fantasie und dann können wir mit dem Patienten nachher über ernste Sachen zu sprechen. Das heißt, unsere Sitzung ist so aufgebaut, dass jeder Patient ohne Ausnahme, wenn er Haarausfall hat, bis Fußpilz, egal welche Krankheit, er muss 3-mal lachen. Ja? Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Und dann in dieser Situation wird 25% Gegenwart bearbeitet, 25% Vergangenheit und 50% Zukunft. Warum das so ist und wie das geschieht, erlauben Sie mir nachher Ihnen etwas näher zu erklären dann. Und zwar, wir haben in diesem Modell, werde ich Ihnen zunächst diese 3 Prinzipien vorstellen, die bei jeder psychotherapeutischen Richtung eine ungeheure Bedeutung haben, egal aus welcher Richtung. Freut mich sehr, dass wir hier sind und so wunderbare Möglichkeit haben, die Sache auch darzustellen, Methoden aus verschiedenen Kulturen. Aber wir brauchen auch ein Modell, das auch als Metatheorie wirkt, zeigt, wie verschiedene therapeutische Richtungen miteinander sinnvoll arbeiten können. Seit 27 Jahren bin ich Dozent an der Akademie für ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer in Hessen. Und wir versuchen, jedes Thema wie Angst, Depression, Schizophrenie, Schlafstörung, Suizid unter dem transkulturellen und interdisziplinären Gesichtspunkt darzustellen. Und deshalb möchte ich Ihnen heute diese Sache auch, die praktische Bedeutung dieser Sache dann zeigen und Sie motivieren, heute Nachmittag in unserem Intensivseminar teilzunehmen. Dann. Danke. Liebe Anwesende, meine Frage an Sie. Ist die Art, wie wir uns begrüßen, beschimpfen, verleumden und hochachten, wie wir unsere Kinder in die Erwachsenenwelt einführen, wie wir mit kranken und alten Menschen umgehen, wie wir schließlich unsere Toten verabschieden und begraben, etwas selbstverständlich und naturgegeben. Wie weit gehen wir kulturell geprägt und begrenzt sind, sagt sich erst, wenn wir mit den Augen eines Fremden das sehen. Als ich in Freiburg studiert habe, wenn jemand beim Autofahren mir so gemacht hat, ich dachte, er begrüßt mich. Ja, weil in Orient, das ist ein Zeichen der Begrüßung, Zuwendung. Ja. Erst in Frankfurt am Main habe ich verstanden, dass dies bedeutet, dass man alle Tassen nicht im Schrank hat. Wissen Sie? Das heißt, was früher mich überhaupt nicht geärgert hat, jetzt bin ich empfindlich geworden. Ja. Also, Ziel unserer heutigen Veranstaltung ist, liebe Anwesende, Ihnen ein Modell vorzustellen, wie man eine Gesamtdiagnose für einen Patienten finden kann. Das heißt, eine Diagnose, die sowohl das Symptom und seine Ursachen erfasst, als auch die mittelbaren Ursachen, die sich aus der Lebenssituation, Umwelt, Familie, Subkultur und Kultur ergeben. Darüber hinaus muss dieses Modell die gesunden Anteile aufzeigen können, aus denen die Ressourcen für eine Heilung bzw. Fähigkeiten und Energien für das Umgehen mit der Krankheit und veränderter Lebenssituation hervorgehen. Das ist hier eine Gesamtdiagnose, ist diese Plus-Minus, aber zunächst auf die positiven Anteile eingehen, ressourcenorientiert und dann später darauf zurückkommen. Eine orientalische Lebensweisheit besagt, willst du das Land in Ordnung bringen, musst du erst die Provinzen in Ordnung bringen. Willst du die Provinzen in Ordnung bringen, dann musst du erst die Städte in Ordnung bringen. Willst du die Städte in Ordnung bringen, musst du erst die Familien in Ordnung bringen. Willst du die Familie in Ordnung bringen, dann musst du erst deine eigene Familie in Ordnung bringen. Willst du deine eigene Familie in Ordnung bringen, musst du erst dich selbst in Ordnung bringen. Liebe Freunde,
Diese orientalische Weisheit lässt sich sehr gut auf die Psychotherapie übertragen. Je nachdem, was als primär angesehen wird, richtet sich das Augenmerk auf politische Entwicklungen, die Veränderungen der Gesellschaft, die Wandlung der zwischenmenschlichen Beziehungen, die Familie, den einzelnen Menschen. Jede dieser Zielrichtungen setzt eine ideologische, weltanschaulich begründete Entscheidung voraus und geht von konkreten Konzepten aus. Obwohl kaum ein Unterschied im Wunsch besteht, Störungen, Schwierigkeiten, Missverständnisse zu lösen, geraten die Vertreter verschiedener Lösungswege, also sagen wir Psychotherapierichtungen, miteinander in Widerspruch. Alexander Mitscherlich, wo ich dann damals meine Ausbildung auch in Frankfurt hatte, bezeichnete Verhaltenstherapie als eine Primitivtherapie. Und Eysenck bezeichnete Psychoanalyse als eine unwissenschaftliche Methode. Sie sehen, wie die Zeiten sich ändern. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wie Professor Benedetti sagt, wie man durch die positive Therapie und transkulturellen Ansatz eine Verbindung zwischen tiefen psychologische, psychoanalytische und verhaltenstheoretische, kognitive Sachen finden kann. Das ist das Ziel eigentlich. Wir sind uns angesichts dieser Situation, liebe Anwesende, bewusst, dass es so nicht weitergehen kann und dass in der heutigen Lebenssituation eine Entscheidung getroffen werden muss. Das Ziel scheint bekannt, die Wege dahin sind unterschiedlich. So sehr sich diese Einstellungen und Reaktionsweisen unterscheiden mögen, so sehr ändern sich auch in einem Punkt, das ist die Einseitigkeit. Liebe Freunde, dies ist der Grund oder ein Grund, warum die Weltkrise der Gegenwart jedem Bemühen widersteht, sie unter Kontrolle normale gesellschaftliche Machtmittel zu bringen. Wenn wieder einmal ein Weltkrieg droht, nennen wir die Krise politisch und strengen uns an, sie mit Mitteln der Staatsmacht zu beherrschen. Spitzt sich eine wirtschaftliche Depression zu, bezeichnen wir die Krise als wirtschaftlich und versuchen, ihr mit wirtschaftlichen Mitteln Herr zu werden. Es wäre genauso logisch, die Krise religiös zu nennen und eine Lösung von Einfluss der Religion zu erhoffen. In Wirklichkeit ist die Krise politisch, wirtschaftlich, psychologisch, medizinisch, wissenschaftlich und religiös zusammen, zu gleicher Zeit. Aber wir besitzen zurzeit noch kein verantwortliches maßgebendes Machtmittel, das alle Faktoren aufeinander abstimmen und einen weltweiten Plan ins Leben rufen konnte. Deshalb halte ich für ungeheuer wichtig, dass dieser Dachverband hier in Österreich entstanden ist. Möchte ich auch dem Herrn Dr. Pritz und seinen Mitarbeitern alle mein Kompliment auszusprechen. Das ist auf dem Wege eine transkulturelle Psychotherapie dann. Jawohl. Liebe Anwesende, die Fachleute, unsere Physiker, Biologen, Mediziner sind sicher, dass wir die Probleme der Ernährung, der Wohnung und des Überlebens lösen werden. Wir werden die Energien, die Nachrichten und Transportmittel, wirklich alle Werkzeuge für die Befreiung der Menschen schaffen. Nun erhebt sich die folgende Frage: Wie muss dann unsere Grundvorstellung von Leben, von uns selbst, von unseren Mitmenschen und von Gott beschaffen sein in diese neue transkulturelle Situation danach? Und zwar, wir haben heute verschiedene Methoden. Ich möchte nur ein bisschen kurz erklären, wie die Situation ist. Zum Beispiel in der Psychoanalyse, ich habe selbst tiefenpsychologische, analytische Ausbildung und Verhaltenstherapie. Wenn die Freudianer recht haben und ich stärke, die Grundlage psychischer Gesundheit ist, meine Frage an Sie: Wie können die Buddhisten recht haben mit ihrer Forderung, das Ich aufzugeben? Wenn die Behavioristen recht haben, dass die frühere Konditionierung der Schlüssel zu allen Problemen ist, wie kann dann Peirce in Gestalttherapie behaupten, nur das Hier und Jetzt
nur richtig sei. Also Sie sehen doch, jeder sieht richtig, aber nicht alles zusammen. Warum? Weil wir sehr viel konfliktzentriert sind. Wir gehen von bestimmten Symptomen aus und wir wollen mal sehen, wie sieht das neue Menschenbild in dieser zukünftigen Welt aus. Und zwar angesichts der Unzahl wesentlicher psychologischer und psychotherapeutischer Systeme können wir uns fragen, ob nicht alle Schulen wirklich das gleiche menschliche Wesen studieren. Wir sehen vielmehr, dass die westliche Welt von 4 oder 5 verschiedenen Menschenrassen bevölkert wäre. Es gab den aggressiven, den libidinosen, den konditionierten, der sich selber verwirklichen und transzendierenden Menschen. Nur von Menschen wurde wenig gesprochen. Welchen Einfluss kulturspezifische Erziehungspraktiken auf das in einer Gesellschaft gängige Verhalten haben, zeigen sich die Arbeiten von Marguerite Mead, Erik Erikson und dann später Harloff, Spitz, Bataille, Argelander. Nur, der Erkenntnis dieser psychosozialen Zusammenhänge tritt eine grundsätzliche Schwierigkeit entgegen. Sie basiert vor allem darauf, dass die in einem Kulturkreis geltende Selbstverständlichkeiten sich gerade den Blicken derjenigen entziehen, die mit ihnen täglich zu tun haben. Das gilt bezogen auch auf kulturellen Hintergrund für den Therapeuten, ebenso für den Patienten. Ein Weg, diese Selbstverständlichkeiten Kontur erhalten, ist der transkulturelle Vergleich mit Menschen. Diese, meine eigene transkulturelle Situation, liebe Anwesende, spielt eine große Rolle. Und zwar, zunächst war für mich wichtig zu sehen, dass in verschiedenen Kulturen man mit Verhalten unterschiedlich umgeht. Als Beispiel. Wenn in Deutschland jemand stirbt, oder im Abendland, vor allem in Deutschland oder Österreich, Schweiz, oft steht in der Zeitung von Beileidsbesuchen bitte Abstand zu halten. Wir müssen mit unserem Schicksal alleine fertig werden. Jetzt muss ich alleine so viel Leid ertragen. In viele orientalische Kulturen, wir haben das Bild aus Papua-Neuguinea, wir haben 22 Kulturen untersucht, 8 bis 40 Tage lang besuchen alle Verwandte, Freunde, Bekannte und andere Mitmenschen die Hinterbliebenen und geben ihnen so das Gefühl der Geborgenheit nach dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid. So, meine Frage an Sie, wie war bei Ihnen zu Hause? Mehr West oder Ost? Das ist nicht politisch gemeint. Also, was meinen Sie denn? Wie kommt das denn da? Ja? Vielleicht wäre ganz gut, wenn Sie sich dann damit etwas näher beschäftigen. Wie war bei Ihnen dann? West war. Also Sie sind doch beide aus diesem Kulturkreis, aber Sie sehen doch, das ist auch transkulturelle Situation. Wie haben Sie das erlebt dann, wenn ein Verlust war, ein Todesfall? Wie sind die Eltern damit umgegangen? Schwer. Zurückgezogen, jeder sich zurückgezogen in seine Trauer. Jawohl, das haben Sie auch. Ein Applaus für Sie, weil Sie sehr schön das Beispiel gebracht haben, dass Sie sich zurückgezogen haben und haben viel darunter gelitten. Ein Orientaler leidet nicht, wenn jemand stirbt, er leidet, wenn beerdigt wird, zu wenig Leute kommen. Wissen Sie, das ist das Ziel. Größte Freude ist für einen Orientaler, wenn er stirbt, dass viele Leute im Friedhof am Anfang und später auch dann aufsuchen. Das ist der Wunsch dann bei Leuten. Und daher ist kulturelle Beispiele, die dann nachher hier sich bewegt machen. Das war ein Weg. Die Faszination, die von der transkulturellen Stellung zwischen Orient und Occident ausging, versteckte sich noch, als ich Verwandten und Freunden als Student half, die mit dem Wunsch nach medizinischer Rat Europa aufsuchten. Dabei fiel mir als Dolmetscher zwischen den Welten auf, wie wenig die Schilderung der Kranken über ihr Leiden mit Diagnose und Therapie der behandelten Spezialisten übereinstimmten.
ich habe dann zuerst Spezialisten gebracht, dann nachher kamen zu mir nach Hause, haben über ihre Probleme gesprochen. Ich war Student dann, wurde ich sensibilisiert. Warum hat der Kardiologe das nicht mit sich beschäftigt dabei? Und diese Sache regte ich mich an. Noch auf einem dritten Weg wurde ich mit den unterschiedlichen Denkweisen westlicher und östlicher Kulturen konfrontiert. Von meinen Eltern im Glaube der Bahai-Religion erzogen, hatte ich durch eine katholische Schule in Teheran besucht. Bereits hier hatten die Einflüsse verschiedener Welten auf mich gewirkt. Von der Toleranz der Bahai-Religion geprägt, stellte mir die Frage, wie es zu den allgegenwärtigen Vorurteilen zwischen den Menschen kommen kann oder könne. Und als ich dann im Rahmen meiner psychotherapeutische, tiefe psychologische Ausbildung vor allem in Frankfurt war, habe ich erlebt, wie gespannt das Verhältnis zwischen Psychiater, Neurologen, Psychotherapeuten, Verhaltenstherapeuten und Psychoanalytiker war. Und diese Sache regte mich an, mich mit verschiedenen Methoden auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich tiefe psychologische Ausbildung gemacht, analytische Ausbildung, nachher Verhaltenstherapie. Und ich habe mich gefragt, wie kann man ein Modell entwickeln, diese verschiedenen Ansätze miteinander zu beschäftigen. Ich beschäftigte mich mit den Inhalten und Hintergründen derartiger Spannungen und versuchte ich ein transkulturelles Modell zu entwickeln und darzustellen. Das Konzept der Psychotherapie zunächst ist ein Konzept, das bei Patienten besonderes Hoffnung entwickelt. Warum Hoffnung so wichtig ist, möchte ich Ihnen von einer amerikanischen Untersuchung vor Jahren berichten, der Psychiater und Psychologen durchgeführt haben. In einen Glaszylinder hat man wilde Ratten gebracht, natürlich mit Wasser, und die konnten hin und her schwimmen. Und diese Fachleute haben sich gewundert, warum das so schnell gegangen ist, dass diese wilden Ratten nach 2 bis 3 Minuten sanken die runter und waren tot. Die haben sich gewundert, haben das zweite Experiment gemacht und hier natürlich haben neue Ratten gebracht in diese, ja, ja, Missverständnisse muss man immer vermeiden, ja. Und dann, wenn diese neuen Ratten nicht mehr schwimmen konnten, dann hat man eine Leiter eingesetzt. Es war ein Entrinnen möglich. Ja, was ist passiert jetzt? Man hat bei dem dritten Experiment so gemacht, die gleichen Ratten, die einmal die Erfahrung gemacht haben, Gänsefüßchen Hoffnung besteht, hat man einen neuen Glaszylinder gebracht. Und meine Frage an Sie, wie lange konnten die schwimmen? Was meinen Sie? In der ersten Untersuchung war etwa 2 Minuten, 3 Minuten, 30 Minuten. Was würde Sie dann etwa sagen? So, sehen Sie mal, über 80 Stunden. Ja, wissen Sie warum? Das war Entrinnen möglich, eine Auswegmöglichkeit besteht. Liebe Freunde, ich habe wirklich mehrere hundert Bücher, Artikel mit meinen Mitarbeitern, 14 Kollegen seit Jahren durchgearbeitet. Kaum gibt es dann, außer das Buch von Fromm über Hoffnung, immer steht in allen Büchern über Hoffnungslosigkeit, Ratlosigkeit, in gesamte Psychiatrie, Psychotherapie und so. Aber nicht, was Hoffnung bedeutet überhaupt. Diese Hoffnung bedeutet, wie man Patienten sieht, wahrnimmt und motiviert dann. So, unser Ansatz hat 9 Thesen und 3 Prinzipien. Und Sie werden sehen, wie diese 9 Thesen lassen sich auf alle Methoden übertragen. Dann haben wir einen interdisziplinären Ansatz, einmal transkulturellen Ansatz. Erstens, ich werde mich natürlich auf einige wichtige Punkte hinweisen. Da fällt mir eine Anekdote, der Ehemann fragte seine Frau, Schatz, hast du den neuen Wagen richtig in die Garage gefahren? Die Frau sagte, ja, die wichtigsten Teile. Und zwar, die positive Therapie berücksichtigt die positiven Aspekte jeder Krankheit. Das heißt, jede Krankheit neben der Leiden, Krise, Aggressionen, Wut und viele Sachen, die alle Fachleute kennen, auch eine besondere Funktion hat, positive Aspekte hat. Wenn zum Beispiel jemand schlaflos ist, dann sagen wir, Sie haben die Fähigkeit, mit wenig Schlaf auszukommen. Ja, Sie sind
ein sehr wachsamer Mensch. Also versuchen wir anhand von vielen solchen Spruchweisheiten und so die positiven Aspekte erst bewusst machen. Später kommen wir auf diese andere Sache weiter. Zweitens, die Mikrotraumentheorie, während in der tiefen Psychologie besonders Konfliktdynamik groß ist. Meine Frage war, wie kann man diese konfliktdynamischen Aspekte inhaltlich belegen? Das werde ich nachher Sie mit dieser Untersuchung in 22 Kulturen vertraut machen. Drittens ist das transkulturelle Denken ist Grundlage der Positivtherapie. Warum? Weil jede Handlung, jede Krankheit unter den verschiedenen Gesichtspunkten transkulturelle Gesichtspunkte hat andere Bedeutung. Stell dich mal vor, wenn ich mit meiner Kollegin, der mit mir eng zusammenarbeitet, Kollege Dr. Rothke, Hand in Hand hier auf der Straße spazieren gehe. Was denken die Leute von uns dann? Ja? Ja, während in viele orientalische Kulturen, ich war jetzt vor ein paar Wochen in Südamerika, ist gang und gäbe, Mann und Mann Hand in Hand spazieren gehen, umarmen, küssen, ohne dass man auf diese Idee kommt. Wissen Sie? Also das heißt, was in einem Land Psychopathologie bedeutet, in anderer Kultur ist eine ganz besondere Sache. Und diese Relativierung des Krankheitsbildes ist sehr wichtig. Viertens, Konzepte, Mythologien, orientalische Geschichte und Lebensweisheiten werden gezielt in therapeutische Situationen einbezogen. In jeder Sitzung, wo 50 Minuten dauert, 5 Lebensweisheiten wird einbezogen, alle 10 Minuten und eine Geschichte auch dazu. Wie das funktioniert, das werden Sie nachher ein bisschen erleben, vor allem heute Nachmittag. So. Jeder Mensch ist einzigartig, die Therapie wird den Bedürfnissen des Patienten angepasst. Das heißt, ein Therapeut muss integrativ vorgehen, damit weiß, aha, bei welchen Patienten autogenes Training, bei welchen Patienten macht man Transaktionsanalyse, bei anderen Gestalttherapie. So lernt er diese Sachen miteinander zu integrieren. Dann ist das ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit, ist, dass wir die Familie als Therapeut machen, für eigene Familie, und wir kontrollieren. Das ist, der Patient gibt seine Rolle als Patient auf und übernimmt die Rolle als Therapeuten da. Und das erreichen wir in den ersten 3 bis 5 Sitzungen dann. Dann die Begriffe der Positivtherapie kann jeder verstehen, weil die transkulturell sind, das kann man in alle Kulturen sehen und verstehen. Das ist auch sehr wichtig für die ressourcenorientierte Vorgehensweise. 8. Die Positivtherapie hat ein Grundkonzept für den Umgang mit allen Krankheiten und Störungen. Das werde ich erlauben, Sie mir nachher Ihnen zu zeigen. Wir haben ein Modell mit 4 Qualitäten des Lebens, wo man bei allen Störungen, wie gesagt, von Haarausfall bis Fußpilz, das einbeziehen kann. Die Positivtherapie bietet ein Konzept, wie verschiedene Methoden und Fachrichtungen zusammenarbeiten können. Das ist metatheoretischer Ansatz. Jetzt kommen wir auf diese 3 Prinzipien. Zunächst ist das Prinzip das positive Konzept in der Menschenführung unter dem transkulturellen Gesichtspunkt. Das Grundkonzept der positiven Therapie bedeutet, dass der Mensch seinem Wesen nach gut ist. Jeder Mensch. Egal aus welcher Kultur, aus welchem Geschlecht, welche Religion, welche Anschauung. Und wir gehen davon aus, dass jeder Mensch ohne Ausnahme 2 Grundfähigkeiten hat. Das ist die Erkenntnisfähigkeit, das entspricht der linken Hirnhälfte. Und hier ist die Liebesfähigkeit, also emotionale Sphäre. Aus der Erkenntnisfähigkeit entwickeln sich im Laufe der Sozialisationsnormen soziale Normen wie Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit, Höflichkeit, Sparsamkeit, Leistung, Gerechtigkeit und so. Das ist der okzidentale Teil. Wenn wir sagen, jemand ist preußisch, bedeutet, seine linke Hirnhälfte ist besonders gut entwickelt. Ja. Und Liebesfähigkeit ist besonders ausgeprägt in orientalischer Weise. Denn das ist Geduld, Zeit, wenn nicht heute, morgen, mañana, wie Sie Vertrauen, Hoffnung, Glaube. Das ist dann, diese beiden müssen miteinander arbeiten. Erkenntnisfähigkeit ist Symbol für Sinnfindung, Wissenschaft, Psychologie, und Liebesfähigkeit ist Ausdruck für Sinngebung, Weltanschauung, Ideologie, Religion. In der Positivtherapie, wir gehen davon aus, dass ein Therapeut kann nur positiv vorgehen mit Patienten, wenn seine Glaube, Religion, Weltanschauung mit seiner Arbeit, psychologische Sache übereinstimmen. Aber leider, wie Sie ja wissen, heute sieht die Sache ganz anders aus. Diese
Diese zwei Grundfähigkeiten haben Einfluss auf Körper, auf Umwelt, auf Faktor Zeit. Das ist der Zeitgeist. Wir versuchen, ausgehend davon, dass der Mensch seinem Wesen nach gut ist, jede Störung hier und hier und hier zunächst positiv zu deuten, um zu diesen Grundfähigkeiten zu kommen dann. Zum Beispiel, wenn jemand unter Anorexia nervosa leidet, da interpretieren wir, sie haben die Fähigkeit, mit wenig Mitteln auszukommen. Sie haben die Fähigkeit, am Hunger der Welt teilzuhaben. Ich bewundere sie, dass sie sich mit dem Hunger der Welt identifizieren. Und da versuchen wir, diesen transkulturellen Ansatz, was ich fern ist, es einzubeziehen. Und später kommen wir auf Kultur, Subkultur, Familie und Individuum. Wenn zum Beispiel bei Frigidität, wenn ich dann Zeit habe, werde ich Ihnen diesen Fall vorstellen, die Fähigkeit, durch den Körper Nein zu sagen. Versuchen wir, so schnell wie möglich, spätestens nach der dritten Sitzung, den Ehemann einzubeziehen und nicht die Frau nur, weil der Frauenarzt oder eine andere Diagnose gestellt hat, jahrelang Einzelanalyse zu machen. Dann. Ich habe ja alles durchgemacht, jahrelang. Wenn der Vater sagt, ja, wenn der Vater sagt, mein Sohn ist ein Faulenzer, wir sagen, Ihr Sohn hat die Fähigkeit, Leistung, Anforderungen aus dem Wege zu gehen. Ja. Wenn der Vater sagt, mein Sohn ist ein Kleptoman, wir sagen, Ihr Sohn hat die Fähigkeit, etwas zu finden, bevor ein anderes verloren hat. Ja. Wenn die Ehefrau im Rahmen der Familientherapie sagt, mein Mann ist sehr aggressiv, wir sagen, sie meinen, er hat die Fähigkeit, auf etwas spontan, emotional und etwas hemmungslos zu reagieren. Ja, was halten Sie davon? Reiberei erzeugt Wärme. Meine Frau ist gut, dass sie immer dabei ist. Ja. Reiberei erzeugt Wärme. Den Wert von Menschen und Diamanten kann man erst erkennen, wenn man sie aus der Fassung bringt. Da. Wir versuchen zunächst etwa 2 Sitzungen mit der Patienten in diese Richtung arbeiten. Später sagen wir, was hat sie aggressiv gemacht. Also so schnell gehen wir nicht auf die Probleme ein. Wenn jemand Depressionen hat, wir sagen, sie haben die Fähigkeit, mit tiefster Emotionalität auf Konflikte zu reagieren. In meinem Buch Psychosomatik haben wir dann etwa 40 Krankheitsbilder so richtig traditionell und positiv gedeutet und dann dargestellt. So, der zweite Teil unserer Ansatz, also wir haben 3 Teile. Einmal das Prinzip der Hoffnung und positiver Ansatz, einmal das inhaltliche Vorgehen, Konfliktdynamik und Konfliktinhalt. Das ist das Ergebnis meiner Untersuchungen dieser 22 Kulturen. Wir gehen davon aus, dass jeder Mensch ohne Ausnahme bei der Geburt diese 4 Qualitäten des Lebens hat. Das ist der Bereich Körper-Sinne, dazu gehört Schlaf-Wach-Rhythmus, Essverhalten, Ästhetik, Athletik, Körperkontakt und Beziehung zu Krankheit und Schmerz und Entspannung und so weiter. Alles gehört, dies im Menschen vorhanden. Zweites ist der Bereich zum Spiel, später Leistung, Berufsleben dabei. Drittes ist der Bereich zu Kontakt mit den Eltern, mit Geschwistern, mit Mitmenschen und später Kommunikation mit anderen Menschen, Menschen aus anderen Kulturen. Und jeder Mensch hat bei der Geburt die Fähigkeit, für nahe und ferne Zukunft zu planen, zu fragen, woher komme ich, wohin gehe ich, was mache ich dann, wenn ich arbeitslos bin, was mache ich dann, wenn ich in einem anderen Land lebe und hier, was passiert, wenn ich pensioniert bin und was passiert mit dem Tod, Leben nach dem Tod. Das ist Körper, diese beiden Bereiche gehören zum Seelenleben, das gehört zum geistigen Leben. Körper, Seele, Geist. Wir haben mit meinen Mitarbeitern 4000 Fragen für diese 4 Qualitäten des Lebens entwickelt und durch Faktorenanalyse und Computer auf 20 Fragen auf jedem Bereich reduziert. Und so ist möglich, dass jeder Therapeut, jeder Psychologe, Psychotherapeut, Arzt, Mediziner, Pädagoge, dass immer bei jedem Patienten ohne Ausnahme alle diese 4 Dimensionen berücksichtigt werden. Zum Beispiel, wenn jemand in einer Familie aufgewachsen ist, wo die Eltern sagen, kannst du was, dann bist du was, welcher Bereich wird besonders entwickelt?
Leistung. Wenn jemand in einer Familie aufgewachsen ist, wenn die Eltern sagen, lieber Ratten im Keller als Verwandte im Haus. Ja. Wenn jemand eine Familie aufgewachsen ist, wo die Mutter ein bisschen katholisch und der Vater Sozialist ist, also dieser Bereich Zukunft ist fraglich dann. Also aus diesen vier Qualitäten des Lebens entstehen vier Fluchtreaktionen. Flucht in die Krankheit, Flucht in die Arbeit, Flucht in die Einsamkeit und Geselligkeit, je nach der Kultur, Flucht in die Fantasie. Das sind vier Hauptabwehrmechanismen, wenn Sie wollen. Aus dieser Sache, Flucht in die Fantasie und Angst, kommt Hoffnungslosigkeit und Angst. Hier kommt soziale Isolierung und Depression. Hier kommt Stress und hier kommen 5 Risikofaktoren wie Alkohol, Rauchen, mangelnde Bewegung, Übergewicht und dann nachher emotionaler Stress. Diese 4 zusammen bilden dann verschiedene Bilder der Psychosomatik von Haarausfall bis Fußpilz. So habe ich dann aufgehört. Ja, was machen wir da? Indem wir im ersten Interview sofort ressourcenorientiert vorgehen, fragen wir den Patienten, wie sind diese 4 Bereiche bei Ihnen eingeteilt. Das ist sehr interessant, ist, wie der Patient sofort kann sich selbst sehen. Ich sage, wie ist das bei Ihrer Frau? Wie ist bei Ihrer Mutter? Wie ist Ihr Vater? Und das Bild machen wir mit verschiedenen Farben. Der Patient kann sich selbst schon im ersten Interview erleben, welche Fähigkeit hat, welche Bereiche sind besonders überentwickelt da. Der dritte, letzte Bereich, liebe Anwesende, ist jetzt der praktische Anteil mit den 5 Stufen. Einmal war auch der positive Ansatz, zweites war das inhaltliche Ansatz, das sind die 5 Stufen, die man sich dann miteinander auf verschiedene Lebensbereiche beziehen kann. Einmal können Sie die 5 Stufen in der zwischenmenschlichen Beziehung, bei jeder Kommunikation einbeziehen, wie man durch diese 5 Stufen die 4 Bereiche in Gleichgewicht bringt. Zweitens ist im ersten Interview, drittens in der Therapie und viertens auch, wie verschiedene therapeutische Richtungen zusammenarbeiten. Zum Beispiel in erster Stufe kann Gestalttherapie eingesetzt werden, in zweiter Stufe Verhaltenstherapie, in dritter Stufe autogenes Training, Hypnose und andere Maßnahmen, Individualpsychologie und dann hier für psychoanalytische, tiefenpsychologische Ansatz und hier existenzialanalytische. So ist möglich, dass man in diese 5 Stufen verschiedene Ansätze je nach der Spezialität einbeziehen kann. So, wie das aussieht, in erster Stufe fragen wir den Patienten, was führt zu mir? Das wissen Sie. Wenn zum Beispiel der Patient unter Suizidgedanken leidet, dann versuchen wir, etwa 10 Minuten hören wir zu und dann versuchen wir, positive Deutung machen. Sie sind sehr zukunftsorientiert, sage ich bei Suizidpatienten. Sie sind ein sehr mutiger Mensch. Sie haben die Fähigkeit, ihr eigenes Schicksal selbst in der Hand zu nehmen. Wir haben für jede Störung bestimmte Sprüche und wir fragen, wissen Sie, wie Menschen in anderen Kulturen sich das Leben nehmen? Also versuchen wir, den transkulturellen Basis darzustellen. Und dann versuchen wir mit einer Geschichte, mit dem Sprachbild, mit der Lebensweisheit zu verbinden. Wir sagen zum Beispiel, was halten Sie von dem Spruch, jede dunkle Nacht hat ein helles Ende. Und arbeiten wir mit den Patienten. In zweiter Stufe zeigen wir den Patienten diese 4 Bereiche und wir sagen, 5 Minuten erklären wir und wir sagen, was ist in den letzten 5 Jahren auf Sie und Ihre Familie zugekommen, gesundheitlich, beruflich, partnerschaftlich, ob Sie Todesfälle gehabt haben. Bei jedem Patient fragen wir mal diese weite Zukunft an. Der Patient soll mindestens 10 Punkte nennen, weil Mikrotraumentheorie ist wichtig, die nach dem Motto steht, Tropfen holt den Stein. Und dann in der dritten Stufe ist situative Ermutigung. Das heißt, wir zeigen das dem Patienten und fragen wir, welche dieser Probleme haben Sie bis jetzt aufgearbeitet und wie haben Sie das gemacht, um ressourcenorientiert vorzugehen. In der 4. Stufe fragen wir, welche dieser Punkte sind noch offen. Der Patient und seine Familie bestimmen 3 Punkte, die mit uns in den nächsten 6 bis 8 Wochen aufarbeiten wollen.
weil viele Kollegen analysieren die Vergangenheit und bleiben nicht bei diesem, was für Patienten aktuell ist, und kann sehr viele Probleme entstehen. In der 5. Stufe fragen wir, was würde Sie machen, wenn Sie diese Probleme aufgearbeitet haben? Was würde Sie machen, wenn Sie keine Probleme haben? Welche Ziele haben Sie in den nächsten 3 bis 5 Jahren? Was möchten Sie für Ihre Gesundheit machen? Was möchten Sie für Ihren Beruf machen? Was wollen Sie mit Ihrer Familie machen? Was wollen Sie für Ihre Stadt, für Ihr Land, für die Menschheit machen? Diese Frage wird an jeden Patienten gestellt. Durch diese Fragebogen kann man die Sache dann darstellen. Jawohl. Und zwar, als Letztes möchte ich Ihnen ich habe versucht, Sie zu motivieren und den Fall, wie lange haben wir noch Zeit? Sie haben schon 10 Minuten überschritten. 10 Minuten. Vielen Dank, dass Sie mit mir Geduld haben. Und zwar, ein junger Mann betrat im Traum einen Laden. Hinter der Theke stand ein älterer Mann. Hastig fragte er ihn, was verkaufen Sie hier, mein Herr? Der Weise antwortete freundlich, alles, was Sie wollen. Der junge Mann begann aufzuzählen, dann hätte ich gerne die Welteinheit und den Weltfrieden, die Abschaffung von Vorurteilen, Beseitigung der Armut, mehr Einheit und Liebe zwischen den Religionen, gleiche Rechte für Mann und Frau und. Da fiel ihm der Weise ins Wort, entschuldigen Sie, junger Mann, Sie haben mich völlig falsch verstanden. Wir verkaufen keine Früchte, wir verkaufen nur den Samen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, danke, lieber Herr Beseschkian. Wenn ich mich daran erinnere, in meiner Ausbildungszeit